Hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Vielleicht könnt ihr das jetzt gerade schon im Hintergrund so ein bisschen brummeln hören. Das liegt daran, dass hier ein schicker CX-30 steht mit einer Sport-Abgasanlage. Die hatten wir euch vor kurzem in einem Video vorgestellt und euch natürlich versprochen, dass wir hier auch mal eine akustische Messung machen. Das heißt stationäre Messung, Beschleunigung und noch viele andere Dinge, die ihr euch in diesem Video gewünscht habt. Und all das werden wir hier in dieses Video reinpacken. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach der Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, schauen wir uns heute mal den Klang von unserer Sport-Abgasanlage vom CX-30 an. Und ich sagte ja schon, wir hatten dazu auch schon ein Video für euch hochgeladen, wo wir euch den kompletten Umbau vorgestellt hatten. Und falls ihr jetzt denkt, hey, welches Video habe ich gar nicht gesehen, verlinke ich euch so einfach hier oben nochmal, könnt ihr gerne im Nachgang auch nochmal anschauen. Und falls ihr jetzt gar kein Mazda CX-30-Fahrer seid, ist auch nicht schlimm, denn die Abgasanlage gibt es tatsächlich für ganz, ganz viele Mazda-Modelle, denn die haben meistens immer den ähnlichen Motor. Und das führt mich im Endeffekt auch dazu, dass wir hier mal kurz über das Auto sprechen sollten. Was ist hier eigentlich für ein Motor verbaut? Dieses Fahrzeug selber hat jetzt einen 2,5 Liter Motor, momentan sehr beliebt, der mit den 140 PS. Es gibt das Auto auch von den früheren Generationen mit 122, mit 150 PS, aber auch mit 186 bzw. 180 PS. Und auch da ist diese Abgasanlage natürlich kompatibel. Wie gesagt, auch bei anderen Mazda-Modellen kann man sie auch dazu buchen. Das heißt, der Klang wird hier sehr, sehr ähnlich sein, egal welches Modell ihr besitzt. Und schauen wir uns auch gleich mal hier den Versuchsaufbau an. Ich sage gleich, das ist nichts Hochprofessionelles, aber ich glaube, man kann dadurch trotzdem einen schönen Eindruck vom Klang dieser Auspuffanlage hier erkennen. Was haben wir denn getan für euch? Wir haben hier ein dB-Messer für euch, 1 Meter Abstand vom Fahrzeug in der Mitte getan. Das ist ein guter Abstand, um einfach so ein bisschen auch den Klang und auch natürlich den Dezibelwert für euch zu ermitteln. Das ist übrigens keine offizielle Messung. Bei einer Polizeikontrolle zum Beispiel oder irgendwo bei einer Messung beim TÜV würde das hier deutlich näher am Fahrzeug sein. Es sind ungefähr so ein halber Meter, ein Abstand von 45 Grad. Also wie ich schon sagte, das ist jetzt nichts hier, was ein Referenzwert ist, sondern das sind einfach so Messungen, die wir halt im Alltag so für uns als gut empfunden haben und dann auch schön vergleichbar mit anderen Werten aus unseren Videos sind. Da können wir dann also mal schauen, was haben wir hier von dB-Wert. Hier nicht wundern, da ist übrigens ein Aufkleber mit dem Mikrofon dran. Da versuchen wir dann beim Fahren für euch noch nachher ein paar Geräusche einzufangen. Genauso auch hier nochmal eine GoPro drauf. Die brauchen wir dann aber hauptsächlich nachher nochmal. Okay, ich hätte Folgendes vorgeschlagen. Ich aktiviere jetzt hier mal diesen dB-Messer und dann werden wir hier mal so ein bisschen natürlich erstmal den Klang messen, wenn er im Leerlauf ist, so wie wir es jetzt gerade im Moment schon hören, nur dann, dass ich eben nicht reden werde. Dann so ein bisschen langsam steigern, die Drehzahl, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie klingt denn eigentlich diese Auspuffanlage. Das mache ich gleich mal. Ich starte jetzt hier mal das Gerät. So, fangen wir an mit der Standmessung. Das heißt, das, was ihr jetzt gleich hören werdet, ist wirklich nur absoluter Leerlauf. Und Marcel fängt so ein bisschen auch die dB-Werte an, die unser Gerät jetzt gerade misst. Wie viel hast du gerade drauf? 56, 55. Das ist jetzt der Wert, den ihr hören könnt, wenn tatsächlich das Fahrzeug ohne Last ist. Wenn es jetzt so ein warmer Tag wie heute ist, kann sein, dass die Klimaanlage ab und zu mal etwas stärker arbeiten muss, also beziehungsweise der Kompressor. Dann geht die Drehzahl vom Auto ein bisschen hoch, wird dann ein bisschen brummiger. Und vielleicht erwischen wir es gleich nochmal. 58. Das, was ihr jetzt hört, außer den Fröschen nebenan, ist nun der etwas erhöhte Leerlauf. Wie viel dB hat man da? 58. Okay, also da habt ihr schon mal, diese zwei Werte liegen jetzt nicht besonders weit voneinander entfernt, aber dass ihr einfach mal das gehört habt. Und jetzt probieren wir mal so ein bisschen mit dem Gaspedal zu spielen. Stellst du es mal auf Max Min, dass wir dann sehen, welchen Wert wir erreicht haben. Ich spiele jetzt am Anfang mal so ein bisschen mit dem Gas, also wirklich nicht ganz so arg Gas geben, vielleicht so bis 2,5 Umdrehungen. Wie ihr schon hört, so ein richtig schöner, tiefer, bassiger Klang. Gefällt mir richtig gut. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen höher und versuchen mal das Maximale rauszukitzeln. Ja, leider kommen wir hier im Stand in den Soft-Limiter rein, der so ungefähr bei 4000 Umdrehungen ist, aber man kann schon ganz gut erkennen, was da für ein richtig schöner Klang hinten rauskommt. Und jetzt schaue ich mal direkt auf den dB-Messer. Du hast es ja vielleicht gerade schon eingefangen.
Wir sind jetzt hier bei 89,4 dB. Bei manchen anderen Messungen waren wir immer so knapp bei über 90. Also das ist jetzt schon ziemlich realistisch und ist doch schon mal ein ziemlich guter Wert für ein Serienfahrzeug mit einer schicken Abgasanlage, die man noch nicht mal irgendwo beim TÜV eintragen muss, sondern komplett eintragungsfrei ist. Als nächstes werden wir nun unsere Fahrmessung machen. Das bauen wir kurz auf und dann sehen wir uns wieder. So, unser Plan ist wie folgt. Wir werden jetzt hier mit diesem Fahrzeug von 0 an beschleunigen auf maximale Geschwindigkeit, die jetzt hier erlaubt ist. Das heißt, so richtig Gas geben und durchbeschleunigen, damit man hier den Klang mal hören kann, was denn da unter Last rauskommt. Ihr werdet allerdings nicht nur den Ton hören direkt hier von hinten von der Abgasanlage, sondern auch direkt nochmal von Marcells Perspektive, der außen am Rand stehen wird. Ich drehe dann um und werde auch nochmal vorbeifahren am Marcel, wo man auch mal so ein Vorbeifahrgeräusch ist mit ein bisschen Gas drauf. Ich denke mal so 3., 4. Gang wird es wahrscheinlich sein, dass man auch da die Akustik mal auf sich wirken lassen kann. Also ihr seht schon, ich habe schon ein leichtes Grinsen in der Backe und ich würde vorschlagen, Marcel, du setzt dich am besten mal hier innen rein, denn die meisten Zuschauer haben auch nochmal nachgefragt, wie sich denn der Auspuff von innen anhört, dass das nicht irgendwie so eine Klangtröte ist, wo man nach einer Stunde schon Kopfschmerzen bekommt, und das zeigen wir euch gleich mal. Wir machen das gleich jetzt nochmal, allerdings werde ich jetzt beim Beschleunigen wirklich komplett still sein, damit ihr wirklich den Klang auf euch hier drinnen wirken lassen könnt, und natürlich hören wir auch wieder hinten den Klang. Ich hoffe, ihr könntet es hören. Man hört natürlich schon, dass es deutlich brummiger, bassiger ist, aber wirklich sehr, sehr dezent, wie ich das beim ersten Video auch schon gesagt hatte. Also ein richtig angenehmes Geräusch. Ich hatte wirklich schon auch ganz andere Auspuffanlagen, die ja so ein bisschen anstrengend waren beim Autofahren. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Das ist absolut langstreckentauglich. Wir machen das gleich jetzt nochmal auf der Rückfahrt, was ihr auch vorhin im Video gesehen hatte, dass ich eben, da war ich vorhin so bei 80 im 3. Gang mal durchbeschleunigt hatte. Das können wir uns mal anhören, oder wir cruisen jetzt einfach mal so am Anfang ein bisschen. Und das mache ich jetzt einfach mal, wir sind jetzt gerade bei 60, fahren wir mal einfach 80, 5. Gang. Also hier innen drin wirklich fast nichts zu hören, ganz normales Geräusch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich jetzt eine Abgasanlage habe oder nicht. Jetzt beschleunige ich mal wie vorhin durch, 2. Gang anfahren. Man hört ein bisschen tieferen Klang, aber definitiv von hier innen kann man fast nicht wahrnehmen, was da hinten tatsächlich für ein Klang rauskommt.
Und das finde ich eigentlich auch so schön an dieser Abgasanlage, dass sie wirklich absolut alltagstauglich ist. Das heißt, man kann so ein bisschen Spaß haben, ohne hier innen drin belästigt zu werden. Und das Sahnehäubchen ist natürlich, dass sie auch komplett eintragungsfrei ist. Einfach nur dran montieren und glücklich sein. Wenn euch diese Auspuffanlage interessiert, verlinken wir euch unten einfach mal die Webseite von ATA Hinsberger, der diese Auspuffanlage exklusiv vertreibt. Wenn ihr Interesse daran habt, vielleicht aus unserer Nähe seid, können wir euch natürlich auch gerne hier ein Angebot erstellen. Einfach eine E-Mail schicken oder aber natürlich auch einfach in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben von euch. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist übrigens komplett kostenlos für euch. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich für euch für immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.